Eine Stunde Fahrzeit nördlich von Nairobi liegen die 14 Falls, eindrucksvolle Wasserfälle des zweitlängsten Flusses Kenias. Ich habe 14 Falls mit einem Uber erreicht. Der Autobahn nach Norden bis Thika folgend geht es dann Richtung Osten, Richtung Garissa, aber nur für etwa 15 Kilometer bis zur Ausfahrt Kilimambogo. Nun folgt man einer kleineren Straße Richtung Süden bis zu den 14 Falls. Uber zeigt diese Fahrt für 3000 kenianische Schilling, also etwa 25 Euro an. Ich habe dem Fahrer dann 7000 Schilling für Hin- und Rückfahrt gegeben, inklusive seiner Wartezeit an den Wasserfällen. Das ist ganz erheblich günstiger als eine entsprechende Tour bei einem Safari-Anbieter oder in einem der Hotels in Nairobi zu buchen, die für diese Tour oft 120 US-Dollar pro Person verlangen. Der Athi River ist ein ganzjährig wasserreicher Fluss, der in den Ngong Hills südlich von Nairobi entspringt. Er fließt vorbei an Karen Blixens Haus Mbak-Athi in Karen und durchquert dann Nairobi, wo er leider viel Müll mitnimmt. In seinem weiteren Verlauf fließt er dann als Galana oder Sabaki durch den Tsavo-Ost-Nationalpark in den Indischen Ozean. Es ist ein sehr fischreicher Fluss, der vielen Fischern als Lebensgrundlage dient, sowohl durch Fischen mit Netzen und Reusen vom Boot aus, als auch durch klassisches Angeln. Oberhalb der Fälle erhöht sich die Fließgeschwindigkeit. Diese Aufnahmen entstanden gegen Ende der Trockenzeit. Nach starken Regenfällen wird der Athi River zu einem reißenden Fluss. Jugendliche springen gerne die 12 Meter in die Tiefe. Bereits der Weg zur Absprungstelle ist nicht ganz ohne Risiko. Hier sollte man besser nicht ausrutschen. Diese Jugendlichen wissen ganz genau, an welchen Stellen die bis zu 17 Meter tiefen Pools unterhalb der Fälle sind, die das Springen ermöglichen. Ein Sprung an der falschen Stelle könnte tödlich sein. Deshalb rate ich davon ab, es den Jugendlichen gleich tun zu wollen. Auch kann das versehentliche Verschlucken des Wassers zu heftigen Durchfällen führen. Die Einheimischen haben dagegen eine gewisse Resistenz entwickelt. Die Jugendlichen genießen augenscheinlich den Jubel der Besucher, wenn sie in die Tiefe springen. Am Nordufer kann man unter schattenspendenden Bäumen dem Fluss folgen. Es gibt keinen Grund, sich hier auf die Wucherangebote einiger angeblicher Reiseführer einzulassen. Sie haben nichts Interessantes zu erklären. Unterhalb der Fälle kann man ein Boot nehmen. Für 500 Schilling wird man auf eine Insel übergesetzt. Wie man im Bild sehen kann, nutzen viele kenianische Schulen dieses Ausflugsziel. Die Bootsbetreiber bieten auf Wunsch auch längere Bootsfahrten unterhalb der Fälle an. Von der Insel hat man einen ganz eindrucksvollen Blick auf die 14 Falls. Von einer Seite zur anderen kann man 14 einzelne Wasserfälle zählen, was für diesen Ort namensgebend war. Mir wurde versichert, dass es hier keinerlei Gefahr durch Krokodile gebe, man also gefahrlos zwischen weidenden Kühen und Ziegen hindurchgehen kann. Allerdings sollte man geeignetes Schuhwerk, gerne auch Turnschuhe haben. High Heels wären für das Laufen über diese Felsen gänzlich ungeeignet. Auch aus diesem Blickwinkel sind die Springer immer wieder ein Publikumsmagnet. Eine kleine Brücke verbindet die Insel mit dem Südufer. Gefahrlos kann man zu einem Rastplatz oberhalb der Fälle laufen. Die sich hier bildenden tiefen Pools zwischen den Felsen werden von den Kenianern gerne zum Baden genutzt. Das Wasser ist oberhalb der Fälle zumeist nicht tief und man kann in den meisten Monaten des Jahres den Fluss durch Springen von Stein zu Stein überqueren. Ich rate auch davon ab und empfehle stattdessen lieber denselben Weg wieder zurückzunehmen.
Mir hat mein kleiner Ausflug sehr gefallen und ich kann das nur jedem empfehlen.